In diesem Video zeige ich dir, wie du diese weit ausgestellte Culotthose nähst. Die hat einen Gummibund und ist damit super bequem. Dann nähen wir auch noch Seitentaschen in die Hose ein. Das ist total praktisch und alles in allem sitzt sie einfach richtig gut und ist ein richtig toller Sommerschnitt, der einfach zu nähen ist. Und das brauchst du an Materialien für die Hose. Du brauchst wie immer einen Stoff, der dir gefällt. Zur Stoffauswahl komme ich gleich noch. Dann brauchst du ein 5 cm breites Gummi. Und hier siehst du, das ist so ein richtig schön weiches Gummi. Die sind viel bequemer zu tragen. Ganz oft findest du auch hier eher so steife Gummis. Du siehst hier den Unterschied. Ich bevorzuge die weichen Gummis und würde dir das für das Schnittmuster auch empfehlen. Dann brauchst du ein paar Stoffklammern, eine Nähnadel und natürlich ein passendes Garn zu deinem Stoff. Die Culotte ist für Webware konzipiert, das heißt schöne sommerlich leichte Stoffe wie Leinen oder Viskose sind ideal. Ich habe eine Version genäht hier aus so einem ganz leichten Leinen-Viskose-Mix oder hier auch aus so einer reinen Viskose, eine Crepe-Viskose, die ist perfekt dafür. Ansonsten kannst du auch eine leichte Baumwolle nutzen oder auch eine Kunstfaser. Gerade Hosen sehen aus Kunstfasern auch immer toll aus und an den Beinen schwitzt man jetzt auch nicht so viel, deshalb eignet sich das auch ganz gut. Jetzt starten wir auch schon mit der Nähanleitung. Nimm dir eins der beiden Vorderteile der Hose und du siehst ja eine Schräge am Vorderteil und die Schräge findest du auch auf einem der beiden Taschenschnittteile, das ist die Pocket Bag 2. Leg die jetzt rechts auf rechts an die Kante. Nähe die Tasche jetzt mit einem Geradstich an das Vorderteil entlang der Schräge. Wenn du das gemacht hast, dann klapp die Tasche schon mal auf, bügel das jetzt vor dem nächsten Schritt gut ab und dann steppe ich die Tasche an die Nahtzugabe. Das mache ich ganz knappkantig. So sieht das jetzt aus. Und jetzt dreh die Hose einmal auf links. Und damit ist die Tasche trotzdem noch mit der rechten Seite nach oben. Das heißt, sie liegen jetzt links auf links zusammen. Ich nehme jetzt das zweite Schnittteil für die Tasche und lege das rechts auf rechts aufeinander. Vor allem die Taschenrundung soll jetzt hier genau aufeinandertreffen und oben kannst du dich auch am Knips orientieren. Das stecke ich mir mit Klammern fest und nähe jetzt einmal die Taschenrundung, also nur die beiden Taschenschnittteile, ringsherum zusammen. Und dann schnappe ich mir auch meine Overlock und nähe die offenen Kanten direkt mit meiner Overlock ab. Das kannst du aber auch mit einem Zickzackstich deiner Nähmaschine machen. Damit ist das erste Vorderteil schon fast fertig. Der nächste Schritt ist optional. Mir hilft es nämlich immer sehr, die Tasche mit ein paar Stichen innerhalb der Nahtzugabe schon mal zu befestigen. Das heißt, ich nähe hier die kleine gerade Strecke und oben am Knips entlang innerhalb der Nahtzugabe die Tasche fest. Das heißt 0,5 cm Nahtzugabe, ohne die Naht zu sichern, einfach kurz ein paar Stiche zum Festnähen. Du kannst das aber auch einfach nur mit Klammern befestigen, je nachdem, was du da bevorzugst. Wiederhole all diese Schritte jetzt mit dem zweiten Vorderteil und leg die beiden Vorderteile dann rechts auf rechts aufeinander. Hier stecke ich mir wieder ein paar Klammern und schließe jetzt die mittlere Naht. Das mache ich einmal mit der Nähmaschine und versäubere die offenen Kanten wieder mit meiner Overlock. So sieht das jetzt aus und den Schritt habe ich auch für das Rückteil wiederholt. Also auch da einfach die beiden Rückteile rechts auf rechts aufeinander und die mittlere Naht geschlossen. Und jetzt kannst du das Vorder- und Rückteil auch schon rechts auf rechts aufeinander legen. Wir schließen jetzt die Seitennähte. Achte darauf, dass die Knipse jeweils aufeinandertreffen bzw. die Knipse markieren die Taschen. Also dass die Taschen da aufeinandertreffen. Steck dir das wieder alles gut fest mit Nadeln oder mit Klammern und schließ die Seiten einmal mit einem Geradstich und wieder mit einem Overlockstich. Jetzt schließen wir die Beininnennaht. Da achte ich darauf, dass die Nähte hier genau aufeinandertreffen. Steck mir das wieder mit Nadeln fest und du weißt schon, was passiert. Einmal mit einem Geradstich abnähen und dann noch die offenen Kanten mit der Overlock versäubern. Damit sieht das doch schon fast nach einer Hose aus.
Nimm dir jetzt aber erstmal das Schnittteil für den Bund und leg das rechts auf rechts aufeinander und schließ die kurze Seite. Jetzt kannst du den Bund einmal der Länge nach falten, links auf links aufeinander und leg den Bund jetzt in die Hose bzw. andersrum, sodass die beiden Schnittteile rechts auf rechts ineinander oder aufeinander liegen. Ich achte darauf, dass meine Naht vom Bund genau auf eine der Seitennähte meiner Hose trifft. In dem Bund findest du auch ein paar Knipse, die helfen dir wieder, das Schnittteil richtig zu positionieren. Das markiert dir nämlich genau, wo eine Tasche auf den Bund treffen sollte. Nähe den Bund jetzt ringsherum an und lass dabei eine kleine Öffnung, die brauchen wir nämlich, um im nächsten Schritt das Gummi durchzuziehen. Die Maße für das Gummi, das ist dein Taillenumfang plus 2 cm Nahtzugabe, also 1 cm auf jeder Seite. Nimm dir dann das Gummi und fädle es durch die Öffnung, die wir eben gelassen haben. Ich nehme dafür immer eine Sicherheitsnadel, das geht easy, und leg das Gummi dann aufeinander und schließ die kurze Seite. Achte darauf, dass es aber nicht verdreht ist, das geht ganz schnell. Und wenn du das gemacht hast, dann schließ die Öffnung, die wir gelassen haben, mit einem Geradstich. Achte darauf, dass der Stoff aber gerade aufliegt. Und dann kannst du ringsherum einmal alle offenen Kanten mit der Overlock abnähen, bevor wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. Falls du das Gummi nicht mehr abnähen möchtest, dann bist du schon fast fertig. Dann kannst du jetzt ein paar Minuten zum Säumen vorspulen. Achte aber darauf, dass du trotzdem das Gummi noch an den Seiten einmal mit ein paar Stichen befestigst, weil das Gummi sonst immer verrutschen wird. Falls du aber das Gummi abnähen möchtest, so wie es vorgesehen ist, dann leg die Hose bzw. das Gummi jetzt einmal unter deine Nähmaschine und greif es von hinten und von vorne. Zieh es jetzt ganz lang von beiden Seiten, sodass der Stoff flach aufliegt. Und dann kannst du anfangen zu nähen. Einmal ringsherum, ich nähe hier immer Füßchen breit, und das wiederholst du dann so 3 bis 4 Mal, je nachdem. Du kannst es auch nur einmal machen, das ist wirklich Geschmacks- und Designsache. Und so sollte das dann am Ende aussehen. Das Gummi ist immer noch total elastisch und hat halt einfach so eine Shirt-Optik. Optional kannst du anschließend noch die Nahtzugabe am Vorderteil feststeppen. Und damit ist die Hose schon fast fertig. Yay, wir müssen nur noch säumen. Aber das geht ja ganz einfach. Nutze einfach eine Technik deiner Wahl. Du kannst den Saum zum Beispiel einmal ringsherum mit der Overlock abnähen und dann einmal umfalten und absteppen. Oder du schlägst die offene Kante doppelt um und nähst sie dann knappkantig ab, so wie ich das hier gemacht habe. Oder eine etwas kreativere Lösung ist, bei dieser Viskose habe ich den unteren Rand einfach einmal abgenäht. Ich weiß nicht, ob du das hier sehen kannst. Damit kann dann der Stoff schön ausfransen, aber stoppt dann an der Naht. Und damit habe ich dann nach und nach so ein paar Fransen unten. Ich glaube, das kann ganz cool aussehen. Ich werde die jetzt nicht alle einzeln auflösen. Ich lasse das so mit der Zeit geschehen, aber ich kann euch auf dem Laufenden halten. Ja, und damit ist deine Hose fertig. Ich hoffe sehr, die gefällt dir. Wie immer, lass gerne ein Like da, kommentiere oder abonniere sogar meinen Kanal. Wir sehen uns sehr bald. Ciao!